Ein kurzer Blick. Ein flüchtiges Lächeln. Und ein blöder Spruch. Du bist ein Stern, der vom Himmel gefallen ist oder sowas. Also ja, hey, was geht? Also, die machen sich nicht so viel Mühe. Und vorbei ist's mit der Flirtmagie. Auch die Kasseler haben ihre Erfahrung mit blöden Anmachsprüchen. Von einer Frau an einen Mann, und zwar an einen Polizisten. Und der war, wie war der noch? Bekomme ich deine Nummer oder muss ich die 110 wählen? Du siehst gut aus oder so, wo man weiß, ich sehe sowieso gut aus. Tja, die Geschichte zwischen Mann und Frau ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Frauen geben immer so versteckte Hinweise. Ja, das ist das Problem dabei. Und die Männer kapieren das nicht. Männer sollen ihre Anziehungskraft auf Frauen ja gerne mal überschätzen. Echt jetzt? Immer Augenzwinkern, Augenzwinkern. Dadurch, dass die so viele ansprechen oder so, geht ihnen das so locker von der Hand. Erstmal abchecken, ja, gucken so, ne? Von oben bis unten. Ich habe mich auf Sternzeichen konzentriert. Das war immer ein wunderbarer Aufhänger. Und sind die Frauen wirklich so zurückhaltend? Also ich glaube, Frauen möchten nicht so gern einen Korb kassieren. Männer gucken auch eher dann so aufs Äußere und Frauen achten dann vielleicht auch noch so auf andere Sachen. Ich finde, Frauen dürfen sich sowas auch rausnehmen, auch Forscher zu sein jetzt. Bitte, wir sind ja nicht mehr Mittelalter. Die sind da viel frecher, ja, finde ich. Die lassen halt mal einen Schlüssel fallen, ja, und warten, dass der aufgehoben wird. Ja. Ein bisschen Mut gehört dazu. Hier spielen Glücks- und Stresshormone eine Rolle. Denn neben der Freude am Gegenüber ist auch die Furcht, abgelehnt zu werden. Schicke Strumpfhose. Auf die Körpersignale kommt's an. Doch was macht einen Flirt interessant, wenn beide Seiten kapieren, was läuft? Ja, also dieses neue Aufregende, würde ich sagen, wenn man so eine neue Person kennenlernt. Flirten ist eigentlich doch ein bisschen romantisch. Ja, was schön ist halt die Aufmerksamkeit. Macht schöne Gefühle, bringt ein Lächeln aufs Gesicht. Die Augen strahlen, da merkt man schon, okay, das hat gefunkt. Und für die Schüchternen hier noch ein paar Tipps. Rüberlächeln, gucken, anschauen, hingucken, weggucken, hingucken. Ich suche irgendwie ein cooles Café. Kannst du mir sagen, wo? Das ist dann ein Selbstläufer. Wenn man das lange nicht gemacht hat oder so, das verlernt man auch, finde ich. Ja, ist so. Wir gehen jetzt üben. Wir gehen Wir gehen jetzt hier mal flirten üben. Dann klappt's bestimmt auch mit dem Kennenlernen und mit allem, was dann so folgt. Ja, da waren schon viele Tipps dabei, von der Sache mit den Sternzeichen bis hin zur Suche nach einem guten Kaffee. Und bei uns ist Horst Wenzel. Er verdient sein Geld damit, anderen das Flirten beizubringen. Sie haben eine Flirt University gegründet. Hallo. Hi. Ich frage mal ganz provokant, wie verzweifelt ist man eigentlich, dass man sich am Ende tatsächlich einen Flirttrainer bucht? Ja, man muss sich vorstellen, die Flirt University ist so eine Art Fahrschule fürs Flirten. Also da ist niemand verzweifelt, ähnlich wie niemand verzweifelt ist, der in eine Fahrschule geht. Also man würde ja auch als Gesellschaft gar nicht auf die Idee kommen, sozusagen jetzt jemanden auf den Straßenverkehr loszulassen, ohne dass man eine Fahrschule besucht hat. Und genauso gibt's halt auch im zwischenmenschlichen Verkehr eine ganze Menge Unfälle und die versuchen wir natürlich zu vermeiden. Also da, wo geliebt wird, da gibt's dann auch mal, ja, kennt jeder vielleicht, ne, auch irgendwie Verletzungen. Wir versuchen diese Verletzungen halt gering zu halten und stattdessen Glück in das Leben der Menschen zu bringen. Das ist gut. Für alle, die gerade ein bisschen aus der Übung sind mit dem Flirten. Wo ist denn so der Ort, wo Sie sagen würden, da sollst du hingehen? Ist es die Party mit viel Alkohol oder ist es in Wirklichkeit ein ganz anderer Ort? Das glauben immer alle so, ne, dass die Party eigentlich so der beste Weg ist, um vielleicht wen kennenzulernen. Muss gar nicht unbedingt sein. Also ich bin ein großer Fan davon, von so Alltagsflirt-Situationen, da wo es sich wirklich ergibt. Ne, das kann irgendwie bei einer Schlange beim Bäcker sein, das kann an einem Bahnsteig sein. Genau, und ich glaube, die Kunst ist da dann, so eine Brücke zu bauen. Wir hatten gerade diese eine Szene zum Beispiel im Bus. Ist ja perfekt, da haben wir beide Zeit eigentlich. Ne? Viel schöner, wenn man da miteinander redet, sich in die Augen schaut, statt irgendwie auf einer Dating-App rumzuwischen. Genau, ich glaube, wichtig ist, den anderen erstmal da abzuholen, wo er gerade ist. Okay, aber ich glaube, es ist trotzdem so ein Traum von vielen, zu sagen, ich war gerade einkaufen oder ich bin gerade einkaufen, ich sehe jemanden,
der ist so toll, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Und Sie haben ja gerade gesagt, eigentlich ist das eine Alltagssituation. Da könnte man was machen, aber was? Genau, also wichtig ist es mal, dass man irgendwas tut. Ja? Also die Menschen beißen nicht und das lernen die Menschen auch bei uns in den Seminaren. Da sorgen wir dafür, dass man so diese Scheu ein bisschen davor verliert, auf andere zuzugehen. Das ist ein sehr spielerisches Programm, was wir da bei der Flirt University machen. Das nimmt den Leuten so ein bisschen die Scheu davor. Und jeder lernt dann auch wen kennen. Ne? Man kriegt aber auch mal einfach einen Korb, merkt, das ist jetzt auch gar nicht so wild. Das Leben geht ganz sportlich weiter. Ist so ein bisschen wie beim Sport. Man muss auch mal eine Niederlage einstecken können. Genau. Was sind so die größten Fehler beim Flirten? Ich glaube, die größten Fehler sind, wenn man einfach nicht empathisch ist. Ne? So, und ich will mal ganz kurz zu so einem Beispiel im Bus da sagt er, ach ja, schöne Strumpfhose. So. Er hat sie aber gar nicht da abgeholt, wo er gerade ist. Also wenn er einen Satz zu sich selbst sagt, zum Beispiel, wo er gerade hinfährt, kurz fragt, wo sie denn gerade so hinfährt und dann sagt, übrigens nette Strumpfhose. Ich glaube, das ist dann gleich schon viel netter, weil er sie erstmal da abholt. Also ich glaube, das kam so ein bisschen unvermittelt aus dem Nichts. Und gerade Männer, das wurde auch in dem Beitrag gesagt, fand ich auch sehr spannend, haben dann manchmal auch dann irgendwie ganz komische Strategien. Man merkte das auch so, jeder hat so sein Dingen. Wir versuchen das Flirt University ein bisschen zusammenzubringen, die Konzepte. Und das ist wie so ein buntes Buffet, da kann man sich dann das mitnehmen, was man sozusagen für den eigenen Dating-Erfolg noch braucht. Es gibt auch ein Seminar bei Ihnen, das heißt sportlich flirten, wie du Frauen beim Sport kennenlernst. Ja. Ich finde nichts schwerer, als Menschen zum Beispiel im Fitnessstudio kennenzulernen. Da gucken sich immer alle gegenseitig an, aber keiner sagt was. Wie würden Sie das anstellen, zum Beispiel im Fitnessstudio? Ja, das ist das Seminar für Männer, witzigerweise. Ich hatte das gerade erst mit einer Kundin, die zu uns kam und sagte auch, da habe ich gerade so beim Joggen immer einen, den findest du gut. Wie kommst du jetzt mit ihm in Kontakt? Das ist ja ein schönes Thema und ich meine, da sind die Ratgeber auch ein gutes Format zu. Einfach mal zu fachsimpeln, ne, über den Sport. Da hat man ja ein gemeinsames Thema, da ist ja eine gemeinsame Basis da. Und ich glaube, ein guter Tipp ist zum Beispiel, gerade bei sowas wie zum Beispiel einem Fitnessstudio oder ich sag mal zum Beispiel, man hat einen Tennisverein und findet da irgendwie Leute gut oder ne, also einfach ein kommunikativer Typ zu sein. Und wir machen Menschen halt kommunikativer. Das heißt, es beginnt schon damit, dass man in den Raum reinkommt, strahlt, aufrecht ist und vielleicht erstmal alle auch grüßt. Ja? So was ganz Banales. Einfach also Flirten hat auch viel damit zu tun, so eine gewisse Freude und Fröhlichkeit in den Alltag von anderen Menschen zu bringen. Das muss ja nicht immer einen romantischen oder sexuellen Kontext haben. Das kann auch einfach schön sein, dem anderen einfach ein bisschen den Tag zu versüßen. Also mal grüßen, mal sich vorstellen, um irgendwie mal in Kontakt zu kommen. Noch ganz kurz, in Apps wird ja heute auch extrem viel geflirtet. Aber worauf kommt es da an, neben einem schönen Foto? Also wir merken immer wieder, dass auch beim Chatten eine ganze Menge Unfälle passieren. Also ich glaube, wichtig ist hier, also da will ganz viel abgeklärt werden. Wichtig ist natürlich, dass man da Humor reinpackt und jemanden dann findet, wo der Humor vielleicht auch passt. Man sucht ja nicht nur das schnelle Abenteuer, die allermeisten suchen ja die glückliche Beziehung. Okay, ich merke schon, man muss Sie aber auch auf jeden Fall noch ein bisschen länger ausfragen. Dankeschön für die Tipps bis hierhin. Sehr gerne.